Und damit willkommen zurück zu Sherlock Holmes Chapter 1. Wir haben in der letzten Folge hier auf Stonewood Manor das Kuriositätenkabinett eingerichtet und dann das leere Haus beendet. Inzwischen ist jetzt ein weiterer DLC rausgekommen, Minecraft. Und ich würde gerne vom Vorgehen in dem Spiel das so machen, dass ich jetzt erstmal die Hauptstory weitermache und auch das Spiel durchspiele und wir danach die DLCs einzeln durchgehen. Das ist einfach ein bisschen übersichtlicher, weil ich sonst DLCs jetzt machen würde, dann das Ende, dann ein paar DLCs nachschieben. Das finde ich irgendwie unschön. Deswegen ignoriere ich jetzt einen letzter Trick, sowie auch eine andere Sache, wo ich schon mal Leuten hätte zuhören können. Die gucken wir uns dann alle nacheinander danach an. Ansonsten habe ich, glaube ich, keine Fälle übersehen. Ich hatte einmal nachgeschaut im Internet und wir scheinen alles mitgenommen zu haben, was erstmal ganz gut ist. Ansonsten, es tut mir leid, habe ich eins übersehen. Wir sollen jetzt aber hier Opferlamm machen. Dazu sollen wir gegenüber der Abtei von Cordona, am nördlichen Teil von Séparée. So. In der Turquoislin gegenüber der Abtei. Abtei. Hier. Das müsste also irgendwo hier sein. Dann bewegen wir uns mal schnell dahin. Im Übrigen ist das neue DLC mit 10 € jetzt doch, überrascht doch manche, weil es doch mehrere Fälle neu sind. Das habe ich zumindest gelesen, also wie gesagt noch nicht gespielt. Weil bisher ja der Season Pass mit 25 € aufwartete, während die ersten beiden DLCs jeweils nur 5 € waren. Und man dachte so, na Moment, das passt ja irgendwie nicht zusammen alles. Weil es sind 4er geplant gewesen, 4 mal 5 sind 20 und 25 ist mehr. Und jetzt hat man halt einen mit 10 €, der aber auch mehr bietet. Okay, ich würde jetzt auch speichern. Und wir gehen hier drauf. Vielleicht müssen wir uns umziehen, ich weiß es nicht. Welcome to the Manches Mansion. Okay. Ich sehe jetzt gerade keinen. Aha, mehrere Kutschen. Kleiner Maskenball hier. Ich frage mich, was er jetzt sieht bei den Leuten. Geheimnisvolle Aristokratin, freundlich sammelt gepresste Blumen. Geheimgesellschaft, ja. Ich habe güldene Masken aus dem etwa bei Ghost. Wer nicht kennt die Band. Da gibt es auch die Ghule, die immer die Masken haben und der Frontsänger ist als ein, ja, ich würde sagen, als ein Papst verkleidet. Das ist schon ganz interessant. So, dürfen wir hier rein? I'm so sorry, but this is a costume party. Gut, also wir müssen uns umziehen. Darf ich das hier vor allen machen? Ja. Ich habe keine Ahnung, dass das richtige Outfit ist. Maske. So sehen wir doch ganz angenehm aus. Kommt für den Screenshot. Ich frage mich, wie Jon unterwegs ist eigentlich hier. Also, Welcome, sir. I do hope you enjoy yourself. jo, bestimmt. Was ist hier passiert? Wir sollen schnell vorbeikommen. Der gute Herr Vogel möchte das, also machen wir das. Enjoy the evening, sir. There is still plenty of time before the grand finale. All right. Ah. Leicht angezogene Damen und Herren. Ein blinder Spieler. Ein Brunnen. Das ist die Feste von diesen hohen Leuten, denen immer erzählt wird. What if I write an article about these people here?
Can you help me gather information about Cordona's elite? Ah, du hast nicht umgezogen. Was du möchtest, was haben. Was wir machen? Er bat mich, Informationen zu gelangen, die ihm beim Verfassen eines Enthüllungsartikels über die örtliche Elite helfen kann. Mann, und dann sollen wir hier mit jemandem reden. Mhm. You have such pretty hands. What can you do with them? Tja, what's up? My goodness, Sherlock. They made a blood fountain. No, John, it's definitely not blood, just wine. Gahor, is it a guess? Ich fühle mich gerade von Lust from Beyond ein bisschen. Lust for Darkness eigentlich. Das ist ja das erste Spiel, wo das ein bisschen genutzt wurde. Erinnert. Do you know what was here before man... Mehr über die gruselige Geschichte des Anwesens in Erfahrung bringen. Teure Wein, Vorfahren, magische Kreise. Nein. Nein. Ja. Nein. Ja. Klatschpresse. Das Grundstück des Anwesens gehörte vor Manchios Familie einem Architekten und Okkultisten. Okkultisten gibt es auch. Dieser hatte sein Leben der Durchführung eines Rituals aus einem uralten Buch gewidmet. Doch die gewöhnlichen magischen Kreise stellten sich als zu schwach dafür heraus. Aus diesem Grund baute er dieses Herrenhaus. Betrachtet man es genauer, kann man erkennen, dass seine Formen bestimmten magischen Symbolen entsprechen. Zudem sind in einigen Wänden Hohlräume zu finden. Ich erinnere mich ein bisschen an dieses Mörderhotel, was es gibt in Amerika. Mit einem der größten Serienmörder damals, der halt ein Hotel gebaut hat, wo sich Leute verlaufen können, junge Damen gefangen nehmen kann, es viele Sackgassen gibt und so weiter. Gibt es auch American Horror Story dazu eine Interpretation dessen. Eines Tages war der Architekt jedoch einfach verschwunden. Endlich ein Häufchen Asche auf dem Boden war von ihm zurückgeblieben. Vielleicht hatte er mit seinem Ritual ja doch Erfolg. That's what I like about this party. Bring me more dirt, Sherry. One more piece, and I can... Curtains do not guarantee And you still need a crack, despite being Just ethereal. give me another second. Lass doch die Leute drin machen, was sie wollen. Meine Güte, sind alt genug. Want to go somewhere private? Was haben wir hier? Ein paar Bücher. These medieval botany and chemistry books look even more satanic than the occult ones. Weil sie nicht wissenschaftlich sind, ne? Romantic poetry and prose. Someone's in touch with their feelings. Codex Orchis. Why does this occult book sound like a flower? Na, Orchidee. Well-known and recent plays to keep up to date with the current trends. Stücke. One of these books must open a secret passage. I know it. Ja, bestimmt. Jon sucht weiter. Ich höre mich zwischen oben und genieße hier die Atmosphäre. Ihr redet alle, aber nirgendwo was, wo ich belauschen kann, oder? Sherlock! Friend! I wasn't sure you'd come. Zwei Damen. Werner, Kommst du schnell? I see you are not yourself. The more time you spend here in Cordona, the more I feel it my duty to bring you into our world and show you all we have to offer. And what is on offer today? Pleasure, indulgence, relief, and relaxation. You've earned some time for yourself, have you not? Those who know me would say I'm incapable of it. Nonsense. I refuse to believe there is anyone permitted to know Sherlock Holmes. You may be right. Ohne Brille. Then Wie sieht free der yourself eigentlich? from inhibition and expectation. The night is young, and so are the guests. You should try to enjoy both. It's not healthy for handsome men to spend every night alone, and certainly not in a house filled with such melancholic memories. I must admit, my travels have proven more taxing than expected. I'm less confident in my life and myself. Time of relaxation seems a distant dream. So can I tempt you with physical aid to your moral consolations?
There's wine, of course, and something to smoke. Or perhaps an artificial paradise? Yes, something more spiritual. A potentiator to sharpen the mind. A 7% solution of, well, that'd be telling, but you must try it. Alkohol? My mind is my most valuable asset, and a finely tuned instrument I will not risk impeding its function. My ultimate duty is to provide the world with truth, and I do that perfectly well as is. Duty? You've never cared about that before. Of course I do. Exposing a lie, revealing a fact, that is a moral responsibility. That's not morality. Morals are what happens afterwards when truth collides with consequence. Do you ever follow up on cases you solved? Do you ever see what happened next, visit the victims, ensure justice is served in the courts? And how do you choose where to direct your attention? Are there not deserving causes to which your brilliance could be applied but isn't? You ascribe me more power than I possess. I have a narrow skill set and work within that mandate. What occurs afterward is irrelevant. With every action or inaction, you place a finger on the scales of morality. Many in the city would see you as abdicating your responsibility. I haven't. Not me, of course. Morality is subjective, just like truth. There is little to be gained from indulging in it, and far better things to indulge in. Now I must insist on easing any burdens I've placed upon your shoulders. Show yourself a kindness, and try this rather delectable concoction. If this solution truly does assist with thinking, then perhaps it would be puerile to overlook an opportunity to study it. I'll take it with me. Yes, Sherlock. Very good. And now, our evening begins in earnest. I just remembered. I'm sorry, Sherlock. My mind's delightfully impaired. Please take this key. It opens the altar room, past the library. Pardon? Altar room? What now, Werner? Go quickly and find our Fabio. Only you can make him talk. I'll join you in a minute. Nur wir können ihm etwas entlocken. Was soll denn das heißen? Ist der auf? Let Fabio speak for himself. Übrigens hier schon mal die Fischplatte. Kann hier irgendwas durchsehen? So, wir müssen noch irgendjemand belauschen. Look, I'm an outlaw. So, wo ist die zweite Personengruppe, die man belauschen kann? Euch beide hatte ich. Die stehen immer so zusammen. Das ist ein Hinweis. Die beiden vielleicht. Don't act like you haven't thought about it, darling. Das sind 4er-Gruppen. Jetzt gehen wir mal hier rein. Oho, Jon. Manchos had to enforce the masks after the scandal. Moment, mit so einer jungen Dame. Wir haben den Skandal erfahren, der dazu geführt hat, dass die Gäste Masken tragen mussten. Klatschpresse. Gäste sprachen von einem Skandal während eines der früheren Feste. Vizegouverneur Cowden wurde damals von seiner Gattin in Spee, einer preußischen Herzogin, mit einigen jungen Männern erwischt. Auch wenn die geplante Hochzeit aus politischen Beweggründen arrangiert worden war, schienen die Gefühle der Herzogin durchaus echt zu sein. Der Vorfall sorgte für eine diplomatische Krise zwischen Cordona und Preußen. Obwohl letztendlich nur einige Protestschreiben ausgetauscht wurden, entließ der Gouverneur seinen Stellvertreter. I'll pin them down with this scoop. Thank you, Sherlock. Oh, Achievement, Gerüchteküche. Haben wir erledigt.
Und wir haben das Dokument. Ah, guckt an. Ist Ihnen schon aufgefallen, dass man Schweine immer dort antrifft, wo es schmutzig ist? Das Gleiche gilt für gewisse Personen aus der Elite Cordonas, die sich nur allzu gerne auf dem Manchios-Anwesen herumtreiben. Die Spitze der Gesellschaft dürstet es nach Exzess, Maßlosigkeit und Unsittlichkeit. Perverse, korrupte Amtsträger lösen politische Probleme hinter Velourvorhängen. Vizegouverneur Cowden ist dafür ein gutes Beispiel. Mit seiner Zügellosigkeit in Gegenwart junger Männer sorgte er für enorme diplomatische Spannung zwischen Cordona und Preußen. Wo, denken Sie, trug sich dieser Skandal zu? Auf einer Abendgesellschaft von Mr. Kurt Manchios. Aber vielleicht ist das auch kein Wunder. Schließlich befand sich das Herrenhaus einst im Besitz eines wahnsinnigen Architekten, der jede Ecke und Kante an diesem Ort nach okkulten Maßstäben konzipiert hatte. Fürwahr, an einem Ort wie diesen fühlte sich die Elite Cordonas sicher und wohl. Dies war lediglich ein kurzer Abriss der Erkenntnisse, die ich an einem einzigen Abend gewinnen konnte. Und ich bin mir sicher, dass es weit mehr zu enthüllen gibt. Auch wenn es unwahrscheinlich erscheint, dass viele Menschen meine Enthüllung lesen werden, Jon, der Journalist. Okay, ganz niedlich. So, wir sollen hinter der Bibliothek suchen. Die Bibliothek ist da hinten. Kriegen wir schon ein schönes Bild noch hin? Also Maskenball sind ja nicht so untypisches. Gab es ja auch zuvor schon, aber ein bisschen nett, dass sowas aufgegriffen wurde. Gut, dann würde ich sagen, wir speichern einmal und gehen weiter. Das Opferlamm heißt ja das Ganze auch. Oh, guckt mal hier. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, weil es hieß, nur wir können ihm helfen. Und der Vogel hat uns extra eingeladen. Müssen wir da irgendeinen Fall aufklären? Oh, scheinbar schon. My God. Was he here this whole time? Das war jetzt Werner von Vogels Aussage. Okay, die haben also in dem Riesenanwesen so eine kleine Höhle mit Séparée, mit Sachen, wo man es anbinden kann. Hier Haufen Kerzen. Okay, wir gucken, was es The ist. herbs here are Salvia divinorum. They have a slight hallucinogenic effect to emphasize the ceremony. Halluzinogene Wirkung, also ist das in vollem Bewusstsein der Leute passiert, die hier das getragen haben? This oil has a slight aroma of flowers and olive. The ointment smells mouse-like. I presume it is an aphrodisiac prepared from a Spanish fly. Aphrodisiakum. This elaborate box must be for the ritual dagger. Okay, keine echten Steine, die haben ja einfach Pappwände aufgebaut. Das ist incineriert. The sign reminds me of the astrological symbol for Mars. This one looks like a twisted symbol of Venus, drawn in a hurry. Venus und Mars. Männlich und weiblich. So, gucken wir uns mal den Guten an. Gucken wir, was im Kopf gekriegt. A blunt-force trauma may have suffered an internal hemorrhage. The dagger is heavy and sharp, but lacks balance. Also, deswegen nicht gut ausbalanciert, für normalen Kampf nicht geeignet, aber halt für Rituale, wenn man irgendwo nur einmal machen soll, vollkommen super. Die Klinge ist interessant, oder? Dieses Grünliche dort. This golden handle has a bloodstain on it. Ein Blutfleck oben. Hat sich jemand verletzt dabei? This worm-like sigil has been drawn with his own blood. Ja, oder verletzt, oder jemand hat selber sein eigenes Blut genutzt, um
was anzuzeichnen. This crude tattoo partially covers a slave branding. Ah, Sklavenbrandzeichen überdeckt das. Stimmt, wenn man genau guckt, sieht man die Narbe des Ks. So, also was haben wir denn noch? Wir haben Blätter, wir haben hier viel Blut. Okay, die Hand hat sich festgehalten. The victim has clenched the fabric so firmly in his fist that it's nigh impossible to remove it. Die Wunde vielleicht nochmal. The wound is deep. A precise strike reached the heart. He died right here. Starb an Ort und Stelle. Okay, wir gucken erstmal ganz schnell durch, was wir haben. Gedankenspiele, Opferlamm. Hier. Fabio war das Opfer eines Ritualmords. Fabio wurde während eines okkulten Rituals auf dem Altar geopfert. Fallmappe. Wir können mit Leuten reden. So, wir gucken uns noch ein bisschen. Wir haben ja noch 2 Räumlichkeiten eventuell dahinter. Kann man entlang gehen? Ja, ich nehme es zurück. Es ist keine eigentliche Grotte, aber ich meine, trotzdem ist ja erstmal Wasser reingefüllt worden. Vielleicht war es davor halt einfach so ein Raum mit Wasserlauf und das ist halt umfunktioniert worden. Ein Umkleideraum. Hier sind einmal Masken. Would you recognize me in one of these? I suppose not. Handcrafted and luxurious cufflinks. There's also a note. For my Fabio. Manchos. Manschettenknöpfe für den Fabio, der scheinbar das Opfer ist. Und sie sind nicht getragen, also weil sie noch wirklich hinterlegt. Ein Geschenk, was aus Liebe war und dann nicht erwidert wurde. Was haben wir hier, einen Schlüssel? The capital F on the key fob might refer to Fabio. The key is similar to the one that Vogel gave me. Also vielleicht ein anderer Raum hier. Vorbereitungstisch der Künstler. This is a different ritual. Anweisung für ein Ritual. Ich fand Anweisung für eine Art Ritual, die mit einer Mitteilung von Mrs. Manchios beginnen. Lesen Sie diesen Text und merken Sie sich den Ablauf. Manchios. Die nackte Frau ist auf dem Altar an Blüten gebettet. Sie symbolisiert Gaia, die Mutter Erde. Derjenige, der das Ritual leitet, reibt ihren Körper mit Öl ein, um ihre innere Fruchtbarkeit zu erwecken. Die Teilnehmer sollten hier anfangen zu singen und nach dem Mann rufen, der Gaia zu befriedigen vermag. Dann betritt der Mann, der das Prinzip des Lebens repräsentiert, die Bühne und beginnt den Geschlechtsakt mit der Frau. Vor allen anderen Leuten. Okay? Kann man mal machen. Mr. Manchios Mitteilung. Ignorieren Sie nicht die Gäste, Mantista, und hören Sie auf damit, sie zu langweilen. Sie wollen nichts über ihren Unsinn wissen, sondern hören, wie wundervoll sie sind und wie freizügig sie ihnen gegenüber sein können. Ihre Aufgabe lautet, die Gäste zufriedenzustellen und das Leben zu feiern. Vergessen Sie nicht, jeder Gast zahlt eine beträchtliche Summe, um in ihrer Gesellschaft zu sein, Manchios. Okay, also die bezahlen Geld, um hier zu sein. Das ist jetzt nicht irgendwie, dass eine Elite normal eingeladen wird, sondern How can anyone man kauft accept sich such was. behavior? Lippenstift. A useful tool for a disguise arsenal. Okay, eine Dame saß hier also. Das. The pitcher is empty, but with puddles around it. Blood clots are adhered to the sides of the drain. Blutklümpchen, da hat jemand sich, nachdem er Blut in den Händen hatte oder was er immer gewaschen hat, oder was er getan hat, sich hier gewaschen. Okay. Identical to the robes the guests are wearing. Eine Gästerobe fehlt, aber ich meine, wir haben auch eine bekommen. Wer weiß. Props, decorations and tools for a more detailed set. Vor allem so eine kleine Puppe auch. Auch hier wieder. Ja, immer noch falscher Spiegel.
Similar to the guests' robes, apart from the bloodstains. Das ist die fehlende Robe, die wir gerade entdeckt haben. So. Liebesspiel im Séparée. Okay, wir müssen uns mal alle Räumlichkeiten absuchen. Was haben wir hier? What about a quick pillow fight? Bei mehreren Spiegeln sieht das recht dämlich aus mit dem. Ich weiß nicht, warum die diese Spiegelreflexion nicht hinbekommen haben. Das wurmt mich wirklich ein bisschen. Achso, jetzt sind wir wieder. Ach, da ist Werner Vogel. Okay, ist der Rundweg. Da kommen wir also hier an. Schön immer alles zuziehbar, damit man hier irgendwas treiben kann. Teure Zigarren. Enough cigars to burn down the entire mansion. Und eine ist sogar noch an. Achso, das interessiert gar nicht. Reitgerte. Why don't people tidy up after themselves? Eine Weinflasche. Da ist jemand. Blood. A sturdy bottle met a not so sturdy human. It didn't break only because it was unopened. Wunderschön, oder? Der erste Satz, ich möchte bitte nochmal hören. Das ist schön. Sagt er den nochmal? Nö, schade. Blood. A sturdy bottle met a not so sturdy human. Eine robuste Flasche traf einen nicht so robusten Menschen. An open wound spoiled the carpet. Okay, dann wird das hier die Stelle gewesen sein, wo der junge Mann eins auf den Nischel bekommen hat. Oh, alles so rot gehalten, die Gemälde, viel nackte Haut. Naja. So, wir müssen mit jemandem reden. Wir müssen noch mal was untersuchen. Okay. Dann lasst uns mal hier entlang gehen. Blutstropfen. The wounded person was here for some time. A bloody handprint on an armchair. A person leaned against the doorframe. They left a smudged trail of blood. There appear to be no further traces leading to the altar. Blut. Na, was ist denn hier? Oh, ist irrelevant, okay. So. Das heißt, wir können schon mal ein bisschen was verbinden, nehme ich an. Umstände von Fabius Tod und Fabius Schlüssel wurde nicht angerührt. Gut. Also nicht so, dass wir es gerade nicht verbinden können mit der Tod oder das Schlagen auf den Kopf hier in der Lounge, aber gut. Ansonsten haben wir alle Sachen erledigt. Nur mal kurz gucken. Wir reden mal mit dem guten Vogel. Sagst du noch was, Jon? Oh, these crime scenes always outdo my imagination. So, wie schlimm findest du das alles? Wie wirkst du? Das ist mich immer ein bisschen so, der Vogel. Er tut sich nur die Haare zurück. Werner, care to explain what is going on here? On nights like these, it's not unusual for some attendees to get a little exuberant. It's part of the appeal. Unfortunately, it appears things have gotten out of hand. Yes, some are more prone to bend the rules of morality. That's murder. I doubt there's anything left to bend. Why did you not tell me immediately? We were chatting about trivial matters for some time. If I'm completely honest, Sherlock, I've consumed a rather potent cocktail of substances. My attention slips and drifts. But I'm glad I thought to call for you. You sent me a disguise. Oh dear, did I? Well, since I found the body, Mr. Manchios has agreed that you can investigate the matter. I promise my mind will behave itself going forward. All right. Then pull yourself together, Werner. Okay, bezüglich Abenden wie diesen, also ist es öfter so. What is it about these nights that you were so eager to share with me? Well, they're not always in the evenings, but they are in the shadows. People gather to test their boundaries in a safe and consensual atmosphere. Often with more stains than your typical crime scene. But that is the point. Who are we to judge? I suppose that's fair. What about today, then? Was anything different? Well, I was invited as a special guest.
It was supposed to be a time of both divine and carnal pleasures. A scratch for every unconventional itch. I imagine you're reeling from your shattered expectations. On the contrary, there is still spectacle, stimulation, and release, merely in a different form. I like to let life entertain me. Or death. Nur Death. Wie haben Sie denn die Leiche gefunden? Genau. Wie lange ist das denn schon her? How did you discover the body? In between guzzles of alcohol? I was set to perform in a fecundity rite with Fabio, and came to inquire further. It was a staged ritual where he was to play the principle of life. And the rehearsal was unsuccessful? Huh, who knows? I found him alone on the altar, his blood dripping to the floor. And then? Then I called Mr. Manchios. He was panicking, so I told him about you. We left the room and locked the door. Then we were Filling time? waiting for you was stressful. We indulged in some simple comforts. Overindulged, perhaps. Moment, er sollte dieses Ritual mit durchführen. Heißt das, er soll das leiten oder wurde er Teil davon? Wir haben ja schon gelesen. Eigentlich eine Frau liegt dort eingeölt und jemand anderes bestäubt sie. Aber hat sich mit Frauen umgeben. Also, na gut, okay, das muss ja nichts heißen. Es kann ja hier allen möglichen fleischlichen Gelüsten gefrönt werden, egal welches Geschlecht und welche Orientierung man da hat. Hat sie das Opfer. Were you well acquainted with Fabio, the victim? Everyone knew Fabio, or wanted to. His beauty was the talk of the island. Too handsome to go unnoticed. He was magnetic. Fat wallets fought for the privilege of having him. He offered the pleasures of performance and more. Moment. Und mehr? Ist er also für Geld ab und zu gekauft worden und war der Loverboy von allen? What about the fertility ritual? There was something about Fabio being a principle of life. Fabio was supposed to portray the beauty of life's origin. Flowers, oil. Not this travesty that seems straight out of the Inquisition. So this ritual is not the fertility rite. What was it meant to look like? It begins with a woman lying naked in a flower bed on the altar. She represents Gaia, the earth. Haben wir gelesen. As I cover her in oils, we chant for the principle. As our calls reach a climax, Fabio enters and copulates with her. After he finishes, I stab her with a dagger. That part's just pretend, of course. But the intercourse is not? I did not expect you to be such a prude. Are you a virgin? It is nothing to be ashamed of, but it would explain the color of your cheeks. The fertility rite marks the start of our festivities. The principle of life is beautiful, intimate, essential. It must not be stopped. Yet it appears that someone did stop it. What about the naked woman? Can you tell me anything about her? Oh yes, Matista. She's one of Fabio's compatriots and a performer too. I haven't seen her today, actually. Mhm. Landsleute, bedeutet das auch Sklave? Ich meine, wir haben das ja gesehen, das Zeichen. War die Tür denn auf? When you discovered the body, was the door open? No, it was locked. Oh, that reminds me. It's a minor detail, but the first time I came to speak to Fabio, I left without entering, having been unable to open the door. You didn't have the key? No, I had it. Don't look at me like that. I was mostly sober. I suspect there was a key in the other side of the door, blocking the lock. That detail may very well be major, Werner. Well done. So you returned later only to find the lock was not blocked? Correct. After an hour had passed, I tried again and was able to unlock the door. That's when I discovered poor, handsome Fabio. Okay, von innen verschlossen. Das heißt, da könnte das dann passiert sein alles. Aber wir müssen auch immer uns vergegenwärtigen, dass er gerade das erzählt. Also er könnte genauso auch lügen. The police remain unaware of this tragic event? Some of them may be hiding behind their masks. They conceal many things. But we didn't want the authorities to create more problems. Besides, after a few cocktails, their incompetence will have soared to new heights. How do you know I even want the case? I promised you relaxation. If there's one thing I know about you, Sherlock, it's that nothing soothes you more than a good mystery. Da hat er natürlich irgendwo recht. So, wer ist denn dieser Mr. Manchios? Mr. Manchios is the owner of the manor, yes? And the host of Cordona's most memorable parties.
He promises even the ugliest guest a partner for the night. And for the ones with more unconventional tastes, Mr. Manchios provides other services. What a caring person. You cannot begin to imagine. So, Sherry, do you have any ideas about the case? Perhaps. I think I can deduce what happened here. Na gut, wollen wir anfangen? Das Werner Vogel mit, wenn wir uns auf den Boden setzen. Okay. Von innen zugeschlossen. Eine fremde Person hat von innen zugeschlossen. Okay, gibt's noch was? Es wurde dran gerüttelt von innen. Nee. So, wie weit dürfen wir denn hier gehen eigentlich? Wir sehen mehrere Punkte. Blutige Handabdrücke. Dahin ist er getragen worden. K.O. geschlagen. Nee, Deutsch nicht. Genau, K.O. geschlagen. Dann ist er gezogen worden. Okay. Nee, er hat sich die Hände gewaschen, sondern der Mörder hat sich die Hände gewaschen. Ja. Und hier seine Kleidung drin versteckt. Was gibt's noch? Okay. Die Preisfrage ist nur... Das Zuschließen finde ich jetzt nicht unbedingt relativ klar. Oder wir gucken uns mal die Aussage an. Weil dazu haben wir überhaupt nichts bekommen. Also es könnten beide gewesen sein, weil, kurz zur Erklärung. Es kann natürlich sein, dass sich hier die beiden Personen getroffen haben zu irgendwas. Also relativ klar, weil sonst wären sie nicht zusammen Séparée hier gewesen. Und entweder die Person wollte ungestört mit ihm sein oder Fabio hat selber zugeschlossen, weil vielleicht irgendwas anderes besprochen wurde. Also das ist für mich jetzt nicht klar, aber ich glaube mal, es ist so rum gewesen. Wir gucken mal. The bottle was used as a weapon during a scuffle in the smoking lounge. Then, to ensure no one would interrupt, the murderer locked Es the hätte door. davor sein können. Das ist nicht The klar. unconscious body of the victim was moved to the altar room. Once the body was on the altar, the murderer thrust the dagger into the victim's heart. Symbols were drawn with the blood. The wardrobe was used to hide the bloodied robe from anyone's eyes. The killer washed himself and took a clean robe from the hanger before leaving. Are you all right? You're on the floor, not moving. I think I know what happened here. Schon. Stimmt, diese Positionierung hatten wir schon mal. Fabios Ermordung. Alles klar, ich würde sagen, was genau hier weiter passiert, sehen wir dann in den nächsten Folgen. Das war schon eine längere Folge mal gewesen. Auf jeden Fall bis demnächst, euer Elandirthor. Ich bin mal gespannt, was wir hier noch so rausfinden werden. Hallo, kannst du bitte mal hier aufhören, mir Gedankenspiel die ganze Zeit hier alles zu zeigen? Danke. Interessanter Mord und vor allem, wie hängt Werner Vogel da wieder mit drin? Und was hat er denn zu tun mit unserer Vergangenheit? Wahlweise glaube ich immer noch, dass er der Bruder von dem Dr. Richter ist und er sich vielleicht auch ein bisschen rächen möchte an uns. Ich weiß nicht genau, wie es aussieht. Auf jeden Fall bis demnächst, euer Elandirthor. Tschüss.